Hallo Leute, mit dem heutigen Video möchte ich ganz gerne meine Unter der Lupe Beiträge wieder zum Leben erwecken. Und falls ihr schon so lange am Start seid und wisst, wovon ich spreche, dann schreibt's bitte unten in die Kommentare, denn diese Unter der Lupe Beiträge existieren bereits seit meiner Blogspot-Zeit, bis ich das Ganze dann auch auf www.incipedia.de übernommen habe und auch noch YouTube-Videos dazu gedreht habe. Ich persönlich fand diese Reihe total cool und ihr eigentlich auch, deswegen dachte ich, okay, warum lasse ich das Ganze nicht wieder auferstehen und starte heute mit dem Acelainsäure-Serum von Face Theory. Das ist das gute Stück, um das es heute gehen soll. Und zwar ist es genau genommen das Lumicella A15 Serum von Face Theory, das ihr bereits aus meinen Skincare-Jahresfavoriten kennt. Und das Video wird so aufgebaut sein, dass wir uns zunächst die Herstellerversprechen anschauen, wenn denn welche existieren. Dann werde ich auf jeden einzelnen Inhaltsstoff und seine Funktion in diesem Produkt eingehen. Selbstverständlich werde ich auch nochmal gesondert auf besondere Inhaltsstoffe eingehen und euch erklären, was sie theoretisch mit der Haut machen sollen und ob sich das Ganze auch tatsächlich in die Praxis umsetzen lässt, weil ich dieses Produkt bereits seit 4 Monaten teste. Und selbstverständlich werde ich euch auch zeigen, wie ich dieses Produkt anwende, wie ich es in meine Routine integriere, worauf ihr eventuell achten solltet. Und es gibt auch übrigens einen passenden Blogpost dazu, falls ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt. Dann schauen wir uns jetzt mal das Herstellerversprechen an und ich beziehe mich ja hauptsächlich auf den Online-Shop, weil auf dem Produkt selbst nichts drauf stand. Und man findet jetzt auch keine produktspezifischen Herstellerversprechen, à la ja, das Produkt soll die Poren verfeinern oder in so und so viel Tagen Pickelmale verschwinden lassen, sondern man hat hier die einzelnen Inhaltsstoffe aufgelistet und was sie theoretisch machen sollen. Deswegen würde ich sagen, dass hier kein produktspezifisches Herstellerversprechen existiert, sondern nur einzelne Erklärungen zu den jeweiligen Inhaltsstoffen und was sie für die Haut tun sollen. Bei den Vorher-Nachher-Bildern im Online-Shop tue ich mich persönlich ein kleines bisschen schwer, weil wir natürlich etliche Faktoren in die Betrachtung dieser Bilder mit einbeziehen müssen. Wir wissen nicht, wie die Fotos entstanden sind, bei welchen Lichtverhältnissen sie entstanden sind, welche Kamera benutzt wurde oder ob sie eventuell sogar bearbeitet wurden. Das sind alles solche Faktoren, die natürlich von außen mit reinspielen, aber es gibt auch sehr, sehr individuelle Faktoren, wie zum Beispiel die Ernährung, die körperliche Gesundheit, oder ob auch irgendwelche anderen Produkte in die Hautpflegeroutine integriert wurden. Deshalb solltet ihr solche Vorher-Nachher-Fotos immer mit einem Augenzwinkern betrachten und definitiv nicht die gleichen Ergebnisse erwarten. Mir ist noch eine kleine Info in Bezug auf das Acelainsäure-Serum negativ aufgefallen, aber darauf möchte ich erst eingehen, nachdem wir uns die Inhaltsstoffe angeschaut haben. Als erstes haben wir natürlich Wasser, welches andere Stoffe löst und natürlich ein wichtiger Bestandteil von Emulsionen ist. Danach kommt ein feuchtigkeitsbindender Inhaltsstoff, dann haben wir einen pflegenden Inhaltsstoff und an 4. Stelle einer der wichtigsten Inhaltsstoffe in diesem Produkt, die Acelainsäure. Darauf werde ich nochmal gesondert eingehen, weil die Acelainsäure einfach den Effekt dieses Produkts ausmacht. Danach kommt ein emulgierender Bestandteil, der hier sozusagen als Vermittler dient, damit ölige Teile und wässrige Teile sich verbinden können. Dann haben wir Glycerin, welches feuchtigkeitsbindend wirkt und danach wieder einen Emulgator und ein beruhigendes Haferkernmehl ist auch noch drin, dann wieder etwas Emulgierendes und natürlich konservierende Bestandteile, damit dieses Produkt nicht so schnell verkeimt und schlecht wird. Dann haben wir hier wieder einen emulgierenden Bestandteil und einen Hagebuttenextrakt, der antioxidativ wirken kann. Danach kommen noch ein paar verdickende Bestandteile in diesem Produkt vor, damit das Ganze einfach eine schöne Konsistenz hat. Als vorletztes haben wir hier noch feuchtigkeitsbindenden Aloe Vera Saft und antioxidativen Grünteeextrakt. Den beiden Sachen würde ich persönlich aber keine besondere Wirkung zuschreiben, da sie höchstwahrscheinlich sehr, sehr niedrig konzentriert sein werden. Und wie ihr anhand der Inhaltsstoffeliste erkennen könnt, sind keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung enthalten.
Wie bereits erwähnt, enthält dieses Serum Acelainsäure und ist mitunter der wichtigste Bestandteil dieses Produkts. Face Theory gibt die Konzentration mit 15% an und Acelainsäure kommt natürlicherweise in Hirse, Hafer, aber auch Weizen vor und soll in einer Konzentration von 15% hilfreich bei Akne sowie Rosacea sein. Das sind beides entzündliche Hauterkrankungen. Außerdem soll sie einen positiven Effekt auf Hyperpigmentierung haben, vor allem diejenigen, die nach entzündlichen Prozessen entsteht, wie zum Beispiel Pickelmale. Das, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist das Frei-von-Marketing. Das heißt, es wird ganz bewusst mit dem Nichtvorhandensein bestimmter Inhaltsstoffe geworben, wie zum Beispiel Parabene, Natriumlaurylsulfat, aber auch Natriumlauretsulfat. Und anhand dieser Inhaltsstoffe möchte ich euch erklären, warum das Frei-von-Marketing eigentlich frei von Sinnhaftigkeit ist. Denn Parabene sind recht gut verträgliche Konservierungsstoffe, deren Einsatzkonzentration innerhalb der EU reguliert ist, und Natriumlaurylsulfat sowie Natriumlauretsulfat sind Tenside, die hauptsächlich in Reinigungsprodukten vorkommen. Deshalb wirft es natürlich die Frage auf, warum man denn mit Inhaltsstoffen wirbt, die normalerweise in so einer Formulierung gar nicht erst verwendet werden. Ich finde auch, dass diese Art des Marketings viele Inhaltsstoffe grundlos in Verruf bringt und der Kundschaft nicht sonderlich viel bringt, denn dieses Aneinanderreihen von Inhaltsstoffen ohne jeglichen Kontext ist nicht sonderlich aussagekräftig, und da sehr, sehr viele Firmen das so handhaben, zeichnet sich ein negatives Bild in Bezug auf bestimmte Inhaltsstoffe, was auch sehr, sehr schwer aus unseren Gehirnen wieder rauszubekommen ist. Für mich persönlich wäre es nachvollziehbarer, wenn jemand entweder mit den Inhaltsstoffen werben würde, die in einem Produkt tatsächlich drin sind, eventuell auch schön transparent mit der Konzentration, oder aber wenigstens Kontext dazu liefern würde, wie zum Beispiel: wir verzichten auf deklarationspflichtige Duftstoffe und ätherische Öle, um die Hautverträglichkeit unserer Produkte zu verbessern. Das ist für mich persönlich nachvollziehbarer als irgendein Aneinanderreihen von Inhaltsstoffen, deren Sinnhaftigkeit man auch in Bezug auf die Formulierung des beworbenen Produkts hinterfragen sollte. Nachdem ich mit euch das Lumicella A15 Serum in der Theorie besprochen habe, gehen wir jetzt über in die Praxis. Da werde ich euch zeigen, wie ich das Serum anwende, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe und ob ich es euch weiterempfehlen würde. Herzlich willkommen in meinem kleinen Bad. Das Tageslicht ist schon beinahe verschwunden, deswegen müssen wir uns leider mit der Badbeleuchtung begnügen. Ich hoffe, das reicht aus, um die Sachen halbwegs zu erkennen, die ich euch zeige. Ich werde euch natürlich jetzt erklären, wie ich das Acelainsäure-Serum von Face Theory verwende und wie ich das in meine Routine integriere. Ich habe das bereits hier. Und das allererste, was ich mache, ist, mein Gesicht zu reinigen. Ich habe auch offensichtlich Make-up drauf, was jetzt unbedingt runter muss. Und hierfür werde ich mein Reinigungsgelee verwenden. So sieht das Ganze aus. Ich verlinke euch das auch sehr, sehr gerne oben in dem i und unten in der Infobox, falls ihr euch dafür interessieren solltet. Das ist so ein Ölreiniger und ich nehme mir so ein bisschen was davon auf den Finger. Heute mal etwas mehr, weil ich ein bisschen mehr Make-up auf dem Gesicht habe. Und dann packe ich mir so ein paar Stückchen davon hier drauf und massiere das langsam ein, während ich hier meinen Spiegel schaue. Das sieht gleich alles ein bisschen wild aus, weil das natürlich hier die ganzen Pigmente auflöst und ich sie mir im ganzen Gesicht verreibe. Aber ich versichere euch, nach dem Duschen sieht das Ganze richtig, richtig schön sauber aus. So sieht das aus, wenn mein komplettes Make-up und die Sonnencreme sich mit dem Reinigungsgelee verbunden haben. Und jetzt steige ich in die Dusche, emulgiere das auf und spüle das runter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mein Gesicht nach dem Duschen ganz sanft abgetupft und jetzt nehme ich mir was von dem Acelainsäure-Serum von Face Theory und gebe mir einen Punkt davon auf die Hand. Und davon nehme ich mir dann ein bisschen was mit meinem Finger und gebe was davon in dünnen Schichten lokal auf die Stellen, die gerötet sind. Wie zum Beispiel hier. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier kommt jetzt eine ganz dünne Schicht davon drauf und dann auch an anderen
Stellen, die so leicht gerötet sind. Ich habe vor allem nach Entzündungen mit solchen Rötungen zu kämpfen, die ewig und 3 Tage nicht weggehen. Und die entstehen meistens wegen Skinpicking oder aber, wenn ich eine allergische Reaktion hatte, was letztens vorgekommen ist. Deswegen muss ich das jetzt auch möglichst fix behandeln, um ja, dem entgegenzuwirken. Ihr seht, ich trage das wirklich nur lokal auf, weil bei manchen Menschen Acelainsäure zu diesem typischen Juckreiz führen kann. Deshalb würde ich das Einsteigern und Einsteigerinnen eher nicht empfehlen, aufs komplette Gesicht aufzutragen, weil es doch die Haut reizen kann. Das lasse ich jetzt 15 Minuten antrocknen und dann machen wir weiter. Bei mir ist es tatsächlich so, dass der Juckreiz mal mehr, mal weniger stark ausfällt, aber ich persönlich finde ihn deutlich angenehmer im Vergleich zu anderen Produkten mit Acelainsäure, vor allem im Vergleich zur verschreibungspflichtigen Version mit 15% Acelainsäure. Und ich sehe bei dem Produkt von Face Theory auch tatsächlich Ergebnisse. Ich benutze es ja wie gesagt schon seit über 4 Monaten und finde, dass die Hyperpigmentierung deutlich schneller verschwindet bzw. nicht mehr so stark eben entsteht oder nicht mehr so stark ausfällt, wenn ich die Stellen rechtzeitig behandle. Aber ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dieses Produkt auf mein komplettes Gesicht aufzutragen, weil ich, wie gesagt, dennoch mit diesem Juckreiz zu tun habe, der jetzt nicht unbedingt das beste Gefühl ist nach dem Auftrag eines Produkts. Und da die 15 Minuten jetzt schon vorbei sind, zeige ich euch, was ich als nächstes auftrage. Ich benutze dieses Serum von Face Theory nur abends und das so alle 2 bis 3 Tage. Und innerhalb der Routine verwende ich dann auch nicht noch zusätzliche Säuren oder Retinol oder Vitamin C oder irgendwas in diese Richtung, sondern ich setze dann wirklich mehr auf Feuchtigkeit und Beruhigung der Haut. Und da benutze ich dann darüber, also nachdem ich das Ganze habe 15 Minuten einziehen lassen, mein Gesichtswasser mit Panthenol und mit Ectoin und mit Niacinamid. Das beruhigt einfach meine Haut nochmal und gibt ihr Feuchtigkeit. Deswegen sprühe ich mich jetzt mal fix damit ein. So. Und darüber, also direkt auf die angefeuchtete Haut, trage ich dann die Baby Dream Natural Wundschutzcreme auf, weil ich die aktuell sehr, sehr gerne mag und aufgrund meiner allergischen Reaktion im Wangenbereich mit schuppenden und trockenen Stellen zu tun habe. Ich wärme die so ein bisschen zwischen den Fingern auf, damit sie sich besser verteilen lässt. Und dann packe ich die mir hier auf die Wangen. So, und dann lasse ich das circa 5 Minuten sitzen und verreibe die Reste ins komplette Gesicht. Und dann creme ich mit den Resten einfach mein komplettes Gesicht ein. Dadurch habe ich halt hier besonders viel Pflege und kann die Wundschutzcreme als Maske verwenden und bekomme einfach an diesen Stellen mehr Fett und auch mehr Feuchtigkeit ab. Das war es eigentlich schon. Mehr Produkte verwende ich nicht, wenn ich das Serum von Face Theory in meiner Routine habe. Und um ein Fazit abzugeben, ich kann euch dieses Serum mit 15% Acelainsäure auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, wenn ihr eure Haut schon etwas besser kennt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt einsteigerfreundlich ist, aufgrund der Tatsache, dass es eben die Haut unter Umständen reizen kann. Und ihr dürft definitiv nicht vergessen, dann jeden Morgen Sonnencreme zu benutzen, denn UV-Strahlung kann selbstverständlich die Hyperpigmentierung verschlimmern und dann könnt ihr euch auch solche Produkte sparen, die dagegen ankämpfen sollen. Also das ist super, super wichtig. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat, dass es auch ein bisschen hilfreich war. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr das Video teilt, ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.